Ja, es war jetzt so fröhlich zwischendrin und voller Liebe. Und ich dachte mir gerade so, jetzt kann man auch in die Arbeit gehen. Jetzt kann man noch mal ein bisschen was tun zwischendurch. Und ich muss gerade mal gucken, ist es eine Frucht, ist es eine Gabe? Ich bin noch nicht so fit. Es ist eine Frucht, selbstverständlich ist es eine Frucht des Heiligen Geistes, die Selbstbeherrschung. Ich muss da wirklich lange drüber nachdenken, dass ich nicht auch irgendwie das Falsche herausplaudere. Man kann ja auch in Plauderei kommen, wenn man so, so bei sich ist. Ich wurde geprüft, wieder und wieder, und es war eine Prüfung, die an mir zerrte und nagte. Ich wusste genau, nein, das darfst du nicht. Und ich fühlte es im Innern, wie es aber zieht, und doch, du willst aber. Und ich habe mir aber gesagt, nein, das darfst du aber nicht. Und es ging das wirklich stundenlang, über ein paar Tage auch, dass ich da immer wieder dran zu nagen hatte. Ich habe es dann für den Moment gelöst. Dazu habe ich dann auch dieses Gedicht geschrieben, und mir fällt gerade ein, genau das hatte ich vor ein paar Tagen schon auch, zu einem anderen Thema, glaube ich. Ja, zu einem anderen Thema. Nein, es war sogar dasselbe Thema. Okay, also man sieht, man heilt in Schichten. Und auch dieses Samenkorn, was erblüht, das macht erst ein Blatt und dann noch ein Blatt. Also es ist wahrscheinlich war das einfach auch nur noch mal eine Erinnerung oder Prüfung. Ja, es ist, also Heilung, ins höhere Bewusstsein kommen, ich nenne es lieber in Gottes Präsenz kommen. Das ist nicht immer nur einfach, wenn man eben so viele Themen einfach auch noch hat. Wenn man so völlig gottesfürchtig schon durch die Welt geht, natürlich kommen auch dann Themen auf, aber ich denke, man kann sie viel spielender auch für sich lösen. Und ja, diese Selbstbeherrschung, das war schon so eine Sache, in der man aber auch genauso diese Stärke und Kraft dann eben wiederfindet, wenn man durch ist und gesehen hat, wow, das hast du gut gemacht, du warst standhaft. Der Sündenfall. Da ist etwas in meinem System, das sieht sich zum Falschen hingezogen. Ich sehe es deutlich als Problem, bin dennoch geschüttelt von den Wogen. Es will mich ziehen, will mich zerren. Ich sage ab und versuche zu bestehen. Wie lässt es sich nur aussperren, damit ich deinen Weg weiter kann gehen? So nehme ich mir vor, um Hilfe zu bitten, will kämpfen und standhaft sein. Stattdessen kommen Wut und Ungeduld in großen Schritten. Geduld obsiegt, doch da ist noch Pein. Herr, nimm es mir fort. Herr, stärke mich, rufe mich mit Hall. Ich bin allein an diesem schrecklichen Ort. Und plötzlich kommt es zu der Sündenfall. Das sind auch Erlebnisse, die mich eben auch weitergehen lassen auf diesem Weg, tiefer gehen lassen in dem Glauben. Es ist kein Sündenfall, es ist der Sündenfall. Die Sünde fällt ab, dahin, wo sie hingehört. Und ich nehme jetzt ein banales Beispiel, das Rauchen. Du möchtest aufhören zu rauchen, weil du genau weißt, das schädigt deine Lunge, es macht krank, das ist eine Sünde, das ist eine Sucht. Und du sagst dir, heute ist ein guter Tag, ich höre auf zu rauchen. Und du schaffst es. Du schaffst es auch am zweiten Tag, bist noch richtig motiviert, vielleicht auch am dritten, fünften Tag. Und dann kommt es, diese Sucht.
diese Sünde von hinten wieder und zieht und zerrt, ticker, 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 ticker. Und du denkst dir nur, ich will das alles nicht. Ich will doch wirklich auch den rechten Weg gehen. Ich weiß, dass es falsch ist. Und ich für meinen Teil habe dann begonnen, abzusagen. Also Gebete zu sprechen, in denen ich absage von all diesen Dingen, die damit behaftet waren. Und es ging auch über 2, 3 Tage. Ich habe gebetet, wieder und wieder und wieder und habe es ausgesperrt. Ich habe es regelrecht ausgesperrt. Und es ist mir am Anfang noch nicht so gelungen. Deswegen habe ich Gott gefragt. Ich tue doch schon alles. Ich sage ab, ich will das nicht. Was willst du noch? Wie kann ich das aussperren? Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Und dann war so das Erste, dass ich gesehen habe, okay, ich habe auf einmal ein bisschen Geduld bekommen dafür, dass ich ein bisschen auch zurücktreten konnte und sagen konnte, okay, ich halte es jetzt einfach aus. Wenn du dann in dieser Zigarettensucht vielleicht auch bist, dass du wirklich sagst, okay, es ist da, aber ich halte es aus, weil ich weiß, das will ich nicht mehr sein. Und ja, man geht dann halt den Weg eben weiter. Man bleibt standhaft und beharrlich. Zu meinen Themen bin ich dann aber wütend geworden und doch noch ein bisschen ungeduldig wieder. Also es hat mich immer überrollt. Vor allem diese Wut, die mich so überrollt hat. Und auch da wusste ich, okay, du musst standhaft bleiben, du musst geduldig sein. Und diese Geduld hat auch wirklich obsiegt am Ende. Ich habe all diese Heilung wirklich durchlebt, durchfühlt. Es ist nicht so, dass es einfach auch ein Zuckerschlecken ist, sondern also für mich ist das wirklich auch Arbeit gewesen. Und auch ihr, die ihr im Prozess seid, ihr dürft euch auch das gerne mal anerkennen, was ihr da eigentlich tut für euch, für Gott. Was ihr für Opfer bringt. Das war auch so beim Computeraufräumen, habe ich noch viele Bilder gelöscht, wo ich immer dachte, okay, das hat mich ja mal ausgemacht, das ist Vergangenheit, das habe ich immer mitgenommen, das habe ich alles gelöscht und im ersten Moment konnte ich das auch nicht so einfach löschen und das merkte ich dann auch in mir so, weil ich damit eben auch mich selber verbunden habe und habe aber gesehen, okay, das ist ein alter, schlechter Aspekt von mir, den habe ich einfach losgelassen und das war gar nicht schlimm, als ich dann auf den Löschen-Knopf gedrückt habe. Aber vorher dieses, ich will nicht und was ist, wenn ich in Vergessenheit gerate zum Beispiel, aber das ist völlig irrelevant. Genauso das Rauchen kann man auch einfach aufhören, das braucht man nicht. Also bin ich geduldig geblieben und standhaft und in dieser Geduld aber merkte ich, dass da eben auch Pein ist. Also es war wirklich Leid. Es hat wirklich wehgetan. Das, was ich gerade auch erzählt habe. Und dann sind diese Absagen in Hilferufe übergegangen. Ich habe Gott wirklich darum gebeten, dass er mir diesen Schmerz nimmt. Und ich weiß, dass er mich nicht leiden sehen möchte. Ich weiß, dass er sieht, wie ich eben daran zu kämpfen habe und wie ich aber ja standhaft bin. Und ich wusste, er hilft mir. Ich wusste es, ich habe darum gebeten und ich wusste, jetzt muss er kommen, deswegen rufe mich mit Hall. Jetzt muss er auf den Tisch hauen und auch die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die bösen Geister, die da so auf mir drauf lagen, dass er diese mit diesem bösen Hall, mit diesem Schlag auf den Tisch eben auch vertreibt. Und das war so, ich habe darum gebeten und es war wirklich so, wie als wenn jemand so einen Gong haut und man steht so daneben, man spürt ja diese Vibrationen im Raum von diesem Raum oder wenn man vor so einer Musikbox steht. Und so war das in dem Moment auch, dass ich gedacht habe, oh, was ist das?
Und ich fühlte mich absolut alleine in diesem Ort und ja, und mit diesem Hall habe ich halt gemerkt, es fällt ab, es fällt ab, es fällt ab, es fällt ab. Und dahinter war nichts mehr, gar nichts mehr da. Ich war rauchfrei. Ja. Selbstbeherrschung. Das ist ein Same, der sehr kräftige, sehr verbreitete Wurzeln haben muss, damit du in deine Autorität kommst. Und auch dank dessen, dass ich das kennenlernen durfte, komme ich Stück für Stück in diese Autorität hinein. Ich bin noch am Anfang in den Kinderschuhen, ja, aber ich merke es allmählich und ich bin so, so dankbar, dass ich nicht auch immer nur angewiesen bin, sondern dass ich auch was tun kann. Ja. Agape. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Bleibt beharrlich, bleibt am Ball. Und ihr dürft um Hilfe bitten. Sie kommt. Seid euch gewiss, sie kommt. Ja. Ich durfte es erfahren und wenn ich es erfahren durfte, dann ja auch.